So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Livestream meinerseits hier heute an diesem Freitagabend. Wir haben es geschafft, die Woche ist überstanden. Und das, ja, ich sag jetzt mal, feiern wir jetzt einfach mal mit einem weiteren Livestream. Wir fliegen heute Budapest nach Athen, 2 Flughäfen, an denen wir auf diesem Kanal noch nie waren tatsächlich. Und YouTube bringt mich gerade in Verlegenheit. Jetzt nicht mehr, alles klar. Hier stand gerade No Connection und jetzt steht hier Excellent Connection. Ich hoffe, das bleibt auch so. Weil, ja, OBS sagt auch, läuft alles wunderbar. Gut, dann, ja, bleibt das jetzt so. Das ist gut. Der Song hier ist gleich vorbei, das heißt, ich wechsle gleich einmal die Quelle der Musik. So. Ja, wir fliegen heute Budapest. Hier ist noch nichts wirklich los. Ne, wir erwarten heute einen regen Ansturm auf Athen. Denn heute ist Event in Athen. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Rahmen das war, aber ja, es sollte heute Abend ein bisschen voller werden in Athen. Das dürfte jetzt auch gerade losgegangen sein, vor 4 Minuten. Ja, wir sehen hier, Athen ist durchaus gut besucht. Und das dürfte bis 20 Uhr Zulu auch so bleiben, also bis 21 Uhr. Oder war es? Doch, ich glaube, so war das. Ich glaube, um 17 Uhr hat das schon angefangen. Genau. Wobei, doch, Budapest haben wir ein bisschen was. Ich sehe gerade Ground Tower. Das, ja, ist jetzt auch da. Bei V-Pilot. Das heißt, für Departure haben wir auch ein bisschen ATC. Und en route haben wir hier auch gute Abdeckung. Dann, ja, werden wir heute nicht so fliegen wie gestern. Nicht alles auf Unicom, sondern dann auch ein bisschen ATC-Action haben. So, bevor wir kurzen Overview, oder bevor ich euch eine kurze Übersicht gebe, springen wir einmal ins Cockpit. Es ist alles cold and dark. Und das werden wir jetzt einmal ändern. Battery. Ne, das bleibt zu. Ground Power. Geht einmal an. Emergency Exit Lights. Voice Recorder. Und IRSs. Cool. Dann würde ich sagen, können wir nochmal schnell die Parkbremse setzen. Und damit die Lotsen hier keine erroneous Indications auf deren Radarscreen haben, einmal eben 2000 Standby. Wir sind offensichtlich nicht mit realer Uhrzeit unterwegs. Wir sind 5 Stunden. Genau, 5 Stunden sind wir hinterher. 13:05 Uhr Zulu. Jetzt gerade ist es 18:05 Uhr Zulu. 5 Stunden hinterher. Weil ich habe keine Lust auf Dunkelheit, ehrlich gesagt. Ich habe Bock jetzt hier bei Tageslicht zu fliegen, damit man ein bisschen was sieht. Gut, dann schauen wir jetzt hier einmal rein. Wir sind 1243. Das ist der Flug hier FR1243, Budapest nach Athen. Wir stehen hier auch auf der 270 oder auf der Romeo 270, wo die auch im Real Life standen. Und auch ich hatte jetzt über Simbrief erstmal 3-1 Left geplant. Ob wir die bekommen, werden wir dann über die Lotsen dann auch erfahren. Dann haben wir einen Kostenex von 71, ist doch eigentlich bodenlos so für Ryanair, aber wir nehmen einfach mal das, was uns Simbrief vorschlägt. Zero Fuel Weight 58.8 Tons, Takeoff Weight Estimate 67.4. Average Wind Component ist 12 von hinten mit einem Average Wind von 266 mit 54. Hier ist jetzt 330 geplant, das ist doch sehr, sehr niedrig. Das habe ich aber erstmal gefeilt. Wir werden dann aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Laufe des Fluges auf jeden Fall höher als 330 gehen. Eine Stunde 45 ist heute angesetzt. Mit einem Trip Fuel von 4,6 Tonnen. 10 Minuten Contingency, Alternate mit 2 Tonnen. Gibt uns dann einen Block von 9,1 werden wir dann setzen. Wenn wir gerade schon von Treibstoff sprechen, dann können wir eben den Refueler schon mal ranholen. Genau, Final Reserve von Alternator gibt dann 3 Tonnen. Und Lima Golf Papa Zulu. Das ist irgendein griechischer Flughafen, ich weiß aber leider nicht welcher. Also unser Alternate. Dann ist hier über Farhad die 3-1 Left geplant und später die 2-1 Left in Athen. Nein, nicht in Rom. Rom ist eine andere Ecke. 172 Leute, 1,8 Tonnen
Cargo gibt uns ein Payload von 16,5 Tonnen. Zero Fuel Weight und Takeoff Weight Estimate gerade schon angesprochen. Maximum Shear bei oder am Top of Climb mit der Kategorie 4, das ist jetzt nicht sonderlich gravierend. Die Mora 6800. Wir haben durchaus schon ein bisschen Terrain auf unserem Weg über das kontinentale Osteuropa. Aber es ist jetzt nicht so extrem wie zum Beispiel bei den Alpen. Use the PMDG FMC to set the fuel low. Das werden wir sofort machen. Ja, das können wir schon mal machen und danach können wir aufs Wetter schauen. 9100. Müssen wir uns dran erinnern, im Center Tank ist Treibstoff. Oder 9,1 glaube ich war es, ne? Und das machen wir zu 9,1. Wunderbar, das passt. Dann haben wir einen Wetterbericht für Budapest. Ist jetzt eine Stunde alt. 32017 Knots, das heißt ja 3-1 left, 3-1 right sehr wahrscheinlich in use. Visibility 10, few clouds 4800. Broken 7000, temperature 7, dew point 3. The QNH 1010. No significant change. Der Forecast bis morgen Abend 330 Knots, Visibility 10, Broken 3000. Tempo heute Abend bis 19 Zulu. Das ist in einer Stunde. 4000 Rain, Showering Rain, Broken 900, Overcast 2000. Das heißt, das Wetter kann durchaus jetzt in den nächsten paar Minuten noch schlechter werden. Ich meine, da ist es noch so ein bisschen aufgelockert. Aber da ist es durchaus doch schon dunkler, das Wetter. Und wir haben Wizz Air jetzt da gespawnt. Das war eigentlich schon 32017 Gusts 30, ja, das war bis 16 Zulu, das ist schon etwas länger her, aber wir sehen, der Wind ist steady, wir haben keine Gusts und das Wetter dann in Athen etwas besser. 2302 Knots, Visibility 10, few clouds 4000, Temperature 17, dew point 11, der QNH 1012. Der Forecast, oh ja, das ist auch schon jetzt eine Stunde her. Der Forecast von 1100 bis morgen Abend 230 at 8, das heißt, der Wind wird sehr wahrscheinlich nicht wechseln. Das heißt, wir können doch ziemlich sicher von 2-1 left, 2-1 right ausgehen. Visibility 10, Scatter 2500, Prop 40, das Tempo morgen, wobei, ne, das ist alles erst morgen und das ist auch erst morgen. Ja, morgen wird das Wetter da wahrscheinlich etwas schlechter. Kann uns aber egal sein. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an, hier so ein bisschen was zu konfigurieren. Jordamper kann ruhig schon mal an. Alternate Flap ist off. Die Switches sind guarded. Nav Transfer and Display Switches normal and auto. Crossfeed, das obligatorische Testen einmal durchführen und Bright Dim Bright off. Pumps sind soweit erstmal aus. Das kann so bleiben. Cabin Utility, In-Flight Entertainment. Passenger Seat is on. Ground Pause on the bus. Attend Button, Seatbelt Sign kann an, weil ja der Refueler schon da war. Window Heat kann an, Pro Heat bleibt erstmal aus. Anti-Ice bleibt aus. Electric Hydraulic Pumps können dazu. Wir können hier einmal den Push-Button testen. Grünes Lämpchen. Voice Recorder ist on. Trim Air ist on. Forward Passenger Cabin. 20 Grad gerade in der Kabine. Das ist eigentlich angenehme Temperatur. Packs erstmal Auto. Recirculation Fans Auto. Isolation Valve bleibt open. APU Bleed kann noch ausbleiben. Flight Altitude, Flight Level 330. Land weiß ich tatsächlich nicht. Und wir können mal das Logo leider anmachen, weil es ja eigentlich draußen dunkel ist. Dann gehen wir ins Upper Overhead. Stall auf beiden Seiten. Mic Airspeed auf beiden Seiten. Einmal Recall drücken. Flight Recorder. Overhead disappears. Und reappears. Lovely. EEC is on, switches guarded. Die Lämpchen leuchten auch. Crew Oxygen ist sufficient vorhanden. Und wir haben hier nochmal 3 grüne Lämpchen und hier auch 3 grüne Lämpchen. Mit dem Landing Gear lieber down. Reset the fuel flow. Auto brake goes to RTO. Dann können wir die Annunciators einmal testen. Die laufen auf beiden Seiten. Dann können wir sonst nochmal einen Lights-Test machen.
Das leuchtet alles so wie es soll. Hier auch, dort ebenfalls alles. Da leuchtet alles, hier leuchtet überall alles. Da leuchtet ebenfalls alles, da leuchtet es hier und da und dort und hier überall leuchtet es auch. Wunderbar. Dann haben wir hier einmal alles, was hier leuchtet. Dort ebenfalls. Hier leuchtet alles, die haben wir gerade schon getestet. Das kann ruhig etwas dunkler und einmal auf Hektopascal. Hier unten leuchtet auch alles. Bis natürlich auf DIT-Lämpchen, aber da werden wir uns gleich drum kümmern. Reset the Master Caution. Und dann können wir Fault of Fire Test machen. Fault APU detect in up, Master Caution overheat detect. We will fire, engine 1, engine 2 overheat. Fire warning by Master Caution overheat detect. Squibs. Und Cargo Fire. Lovely. Cool. Dann läuft das alles. Ja, wir haben gerade gesehen, hier, ne Quatsch, hier leuchtet das Lämpchen auch. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum beim Lights-Test alles angesteuert wird, aber diese Lampe nicht. Das ist irgendwie interessant. Wahrscheinlich hat da das eine Kabel nicht mehr reingepasst oder so, ich weiß nicht. Gut, Flight Director Master ist my side. Hier einmal, ja, plus 100. Flight Director first off the side. 10 Meilen und Traffic bitte, der QNH war 1007 oder so, glaube ich. Können wir aber sonst auch einmal hier einfach mal nachschauen. Der QNH 1011 tatsächlich. Für Budapest und da werden gerade 320 21 Knots. Der Rest sieht wunderbar aus. Enter IRS Position, das werden wir sofort machen. FMC 737-800, 26k Engine Rating, Nav Data 2311 bis zum 30. November. Pause Init, einmal LHBP für Budapest, die linken GPS-Koordinaten und da sind die IRS ist jetzt auch vollständig vorhanden. LHBP nach LGAV, immer Golf Alpha Victor ist Athen, da können wir die Route einmal reinladen. Und sonst einmal crosschecken. Fahas, Kerab, Xenit, Idavo, Klodi. Fahas, Kerab, Xenit, Idavo, Klodi. Ibizi, Macket und dann Sierra Kilo Papa. Ropox mit den Airways, ja, das haut wunderbar hin. Perfekt. Dann können wir mit den Gewichten weitermachen und einmal das Boarding starten. Crew brauchen wir jetzt nicht boarden. Zero Fuel Weight 58.8. Und Fuel ist soweit gesetzt. Dann können wir das hier übertragen. Reserves waren 3. Ja. Der Kostenindex bei 72. Bei 71 war er. Ja, 330 ist erstmal geplant. Eigentlich bodenlos tief. Und dann die obligatorischen Top-of-Climb-Daten einmal eingeben. 268 at 90 knots. Temperature minus 50, das stimmt sogar. Transition ist aber nicht auf 3000, Transition ist auf einer anderen Höhe, bin ich mir relativ sicher. Departure, Sit. Welche ist denn vorgesehen? Fahas to Lima ist vorgesehen. Fahas to Lima, da haben wir sie. Transition altitude ist 10.000 feet. Master Caution Doors. Das ist, denke ich, logisch, wenn die Türen aufgehen und beziehungsweise die Cargo Doors aufgehen.
Ja, da kommen die Leute dann hier aus diesem Terminal rausgelaufen. Das ist doch eigentlich echt ganz cool. Einmal Screenshot. Cool. Dann haben wir das soweit erstmal. Dann würde ich sagen, können wir mal die die ATIS holen. 132, Jesus Christ. 132.38. View is cloud at 3,000 feet. Temperature 7. 2.2. QNH 1011 hectopascals. Nosing. 1011. Delivery closed. Acknowledge information Papa. Information Papa. Budapest information Papa. Tom 1730 Zulu. Runway direction 31. Expect ILS approach runway 31 right. Departure runway 31 left. 31 left, yeah. Runway 31 left, runway condition code 5. 100% wet. Runway 31 right, runway condition code 5. 100% wet. Braking action good. Transition level 120. Wind 320 degrees 20 knots. Visibility 10 kilometers or more. View is cloud at 3,000 feet. Temperature 7. 2.2. QNH 1011 hectopascals. Nosing. Delivery closed. Acknowledge information Papa. Information Papa. Runway 31 left for departure. Das ist die Piste da hinten. Nicht die hinter uns, sondern... Also nicht die da, sondern praktisch die da. Die startet dort. Runway is wet. Braking action is good. Ja, 320 at 21 knots, glaube ich, war's. Information Papa, ja. Dann wissen wir Bescheid. Ups, nein, das wollte ich nicht. Dann würde ich sagen, können wir sonst schon mal APU anwerfen. Und dann können wir mal briefen. Wir fangen mal an mit dem Taxi-Briefing. Dazu brauchen wir aber die Karte. Die Karte nicht, aber die Karte. Jawohl. Also wir stehen auf der Romeo 70. Das ist genau hier. Pushback Northwest dann wahrscheinlich. Face Northwest. Und dann Papa 3, Papa 2, Papa 1. Und dann Alpha 4. Beziehungsweise, ja, Alpha dann, Left Turn. Und dann geht's dann wahrscheinlich Alpha dann ganz runter bis Alpha 2, Runway 31 left. Taxi ist eigentlich relativ straightforward. Und dann erwarten wir die Fahas to Lima Departure. Chart 10-3 Hotel, effective 6th of October. Transition altitude is 10,000 feet. RNAV 1, a GNSS or DME is required. Airport elevation 496 feet. The Budapest approach 122975 ist aber nicht online. If unable to comply RNAV 1, inform ATC. If not otherwise instructed by tower, contact Budapest approach when passing 3000. Recommended nav 8 is Budapest VUR. Das ist das, was hier nochmal so schön auf... Ja, auch auf der Karte hier depicted ist. Due to noise abatement reasons, compliance with the SID procedure is mandatory for aircraft up to 7000, except for turboprop and light turbulence category aircraft, or aircraft requesting a cruise altitude of less than 9500 feet. Das heißt, für uns ist das durchaus applicable. Da werden wir uns aber dann auch einfach dran halten. Maximum 250 knots below 10,000 feet. Close and obstacles, 2 trees are located 527 feet high. Und ja, wow, die Koordinaten helfen mir jetzt wirklich sehr, sehr dolle weiter.
Na gut. These sits require a minimum climb gradient of 5.5% up to 10,000. Das heißt für uns after departure ja so 800 bis 1100 Fuß die Minute und dann später bis 1400 Fuß. Das denke ich, werden wir aber schaffen. Initial climb clearance is 7000, further climbed by ATC. 7-1 is set on the MCP. Das Routing relativ straightforward. Bravo Papa 801, maximum 230 knots with a left turn 200 degrees. Bravo Papa 821, 822 und dann left turn 139 degrees. Fahrhass. Das heißt, effektiv sind das Ganze 2 Left Turns. Beim ersten Wegpunkt Maximum 230 Knots. Three one left, Bravo Papa 801, maximum 230 knots. A left turn 821, 822 und dann Fahrhass. Das sieht wunderbar aus. Und dann kommen wir dann am Ende bei Ropox raus. Ja, wunderbar, keine Discontinuity. Boarding is complete. APU is available and on the bus. APU bleed is on. Tatsächlich auch dran gedacht, die Center Tank Pumps einmal einzuschalten. Master Caution Air Conditioning, ach ja, Dual Bleed. Cancel Master Caution. Ja, dann würde ich sagen, können wir sonst Clearance requesten. And Budapest ground, good evening, Ryanair 1 Papa Mike. Position 0 Romeo 270. Information Papa, requesting clearance to Athens. Ryanair 1 Papa Mike, Budapest ground, good evening. You are clear to Athens S5 via the Fahas to Lima departure out of runway 31 left. Initial climb 7,000 feet with the QNH 1011 and squawk 4250. We're clear to Athens, runway 31 left, Fahas to Lima departure, initially 7,000, QNH 1011 and squawk 4250, Ryanair 1 Papa Mike. Ryanair 1 Papa Mike, read the correct. Squawk 4250 is set. Dann geht's mit Performance weiter. Wir rechnen Full Length, das macht sonst keinen Sinn. Weil Full Length ist tatsächlich der kürzeste Rollweg dann für uns. 31 left, import from aircraft, import the weather, runway condition is wet. Calculate. Flaps 5. Take off 51 degrees, trim 5157, 135, 144 und 148. Das sieht legit aus, dann können wir das nehmen. 148 ist set. Take off mit 51 degrees. Flap 5. 139 glaube ich war es. 135, 144, 148. Cool. Dann kann das aus. Dann wissen wir Bescheid. So, ja, das ist dran. 2 blue, 1 red. Das heißt, wir können die Chocks removen. Wir haben alles gebrieft. Dann können wir den hier machen. Und die B4-Star Checklist lesen. Flight deck door is closed and locked. Fuel, we have 9.1 tons on board. With all the pumps on, passenger signs on. Windows locked. MCP is VT148, runway heading wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. 307 degrees and 7,000 feet. Takeoff speeds 135, 144, 148 is set on the MCP. CDO pre-flight completed. Rudder and aileron trim is 3 and 0. Taxi takeoff briefing completed. Down to the anti-collision light. Bypass pin is inserted.
Ja. Ryanair 1 Papa Mike at Romeo 270 requesting push and start. Ryanair 1 Papa Mike, push and start approved, facing exit point Papa 1. Push and start approved, facing Papa 1. Ryanair 1 Papa Mike. Ryanair 1 Papa Mike, set your score to mode Charlie, please. We will do mode Charlie on the squawk. Ryanair 1 Papa Mike. Visit 471, contact tower on 118.1. Have a nice day, bye bye. Nose right, genau, Lima Papa 1. Und ja, natürlich hatte ich den Transponder jetzt noch nicht an, weil eben ich noch keine Freigabe hatte, deswegen ja. Okay, gut, aber wir haben alles erledigt. Dann können wir die Bremsen lösen. Oder? Ah ne, er liftet erst. Okay, dann hatte ich ihn nicht ganz verstanden. Sorry. Das ist natürlich gefährlich. Ich kann Code sonst mal ein bisschen lauter machen. Da. Brakes released. 2505, Budapest ground, good evening, radio 4x5. Right. Starting number 2, number 1 in sequence. Packs off. Bleeds on. Sorry, fuel pumps on and AP bleed is on as well. Starting number 2. Das scheppert so laut wegen dem Pushback-Check. Tatsächlich heute auch ein Flugzeug, was in Polen registriert ist. Also, das ist theoretisch Bus, was wir heute fliegen. Brake set. Das war der Voice Recorder. Und 56N2. Starting number 1. With one good start, you may disconnect. Und der Trim bei 5,57. Alles klar. Budapest ground, hello, yes, so Cruiser 509 residence 275. Thank you. 320, information Papa on board QNH 1011. Starter cutout, 2 good starts. With 509, Budapest ground, yes. After start items. Cleared to Munich, S5, via the GDF to Lima departure out of runway Probe 31 heat. left. Initially climb 7,000 feet with the QNH 1011. Packs auto, isolation with auto, 1000, bleed off. and information Papa is correct. Recall, systems page. Cleared Munich, via GDF to left departure runway 31 left. There he is. Climbing 7,000. Hand signal received, flaps 5. With 509. With 509, request correct. Have a good trip, thank you. Green light, flight controls. Left, right, neutral, aft, forward, neutral, rudders left, right, neutral. Ja. Jetzt hat er sich eingependelt. Ja, okay. Jetzt haben sich die Pedale eingependelt, so 5.57 Units. Your requested cruise level is incorrect due to eastbound direction. You should take any odd level. Would you The prefer B4 taxi 310 checklist. or 330? I can correct it in your flight time. The generators are on, the probe is on, NTI is off, isolation valve is Roger, I will correct it. auto, engine start switch is continuous recall,
is checked, the auto brake in RTO, engine style device idle intent, flight controls checked, ground equipment is clear. Weil die Runway wet ist, bin ich am überlegen, ob wir... Ryanair 2505, you are cleared to Quatsch, wir haben noch gar kein Taxi. Nee. via the Ob wir nicht V3 vielleicht departure Performance out of mit runway NTIs 31 oder mit Engine NTIs Initial berechnen. climb 7000 feet with the QNH 1011. Squawk is 4215 and your final cruise level will be 310 then. Das heißt, Engine NTIs geht an und wir haben Takeoff mit Assumed Temperature 50. Und dann haben wir 5.57, bleibt gleich, 140, 144, 148. (148) remains unchanged. Ja, der Rest sieht gut aus. Okay, dann lassen wir das so. Und irgendwer ist da gerade sehr, sehr leise auf der Frequenz. ILS 31, Ryanair 2505, your squawk is 31 left, 4215 and your 111.5. SID is V32 Lima. Whiskey India Tango Und Romeo Budapest India können wir nochmal 2 setzen. Lima. Your SID. Das war ja hier auf der Karte. 1173. Und 307 degrees. Ryanair 2505. Ja, dann können wir Taxi Taxi requesten. Ryanair 1 Papa Mike requesting taxi. Ryanair 1 Papa Mike, taxi to holding point Alpha 2, runway 31 left, via exit point Papa 1 and Alpha. Papa 1 Alpha, Alpha 2, 31 left. Ryanair 1 Papa Mike. Ja, das geht dann hier so schräg links, schräg rechts und dann links auf Alpha geradeaus durch. Brakes released. Takeoff Config sieht gut aus. Text light is on. Habe ich es in Volanta richtig eingetragen? Ja. Aber wir haben tatsächlich ein bisschen ATC jetzt hier verloren, aber na gut. Solange wir für die Arrival dann entsprechend haben, ist das ja gar kein Thema. So, rechts ist frei, links ist ebenfalls frei. Jetzt geht dann hier so schräg und dann rechts. Ich muss sagen, ich finde den Tower hier in Budapest sehr iconic. Und dann geht's dann hier links auf Alpha. Rechts ist frei, links ebenfalls. Yeah, beam the runway, the before takeoff checklist. We've got flaps, 5 planned, 5 with green light. The stabilizer trim, 5.57 units set. Checklist complete. Budapest ground, very good evening, the Delta Alpha Mike Charlie. Then Golf 155 request. Ich wollte gerade ready for departure when reaching reporten. With information Papa on board. Delta Alpha Mike Charlie, Budapest ground, good evening, stand by, I'll call you back. Delta Alpha Mike Charlie. Ryanair 1 Papa Mike is ready for departure when reaching.
to 118.1. Sorry. And was that for Ryanair 1 Papa Mike? Ryanair 1 Papa Mike, contact tower on 118.1. 118.1 Ryanair 1 Papa Mike, good evening. Have a nice day, bye bye. Delta Alpha Mike Charlie. So, at tower, good evening from Ryanair 1 Papa Mike. 31 left at, Alpha 2, we're ready for departure. Ryanair 1 Papa Mike, Budapest, good evening, line up runway 31 left and cleared for takeoff, wind 320 degrees, 19 knots, after departure monitor Unicom on 122.8, bye bye. Ich habe Anti-Collision Light gar nicht angemacht. Jesus Christ. Aber clear for takeoff on at 31 left, 1 Air 1 over to Unicom, Ryanair 1 Papa Mike, bye bye. Denn das letzte Item hatte ich vergessen auf der Before Start. Ah, goddamn. TARA, Auto Throttle LNAV, Lights are set. Winglight noch. Und ja, dann denke ich, haben wir's. Einmal die Mucke pausieren. Ja, Approach sieht gut aus. Runway ist clear. Da ist einer am Approach, aber der ist ja dann hier für die 31 Right unterwegs. Und da würde ich sagen, Takeoff. Time. Stabilized. Set takeoff thrust. N1 heading selected. Toga. Thrust set indications normal. Checks. Rotate. 50 degrees. Gears coming up. LNAV. Contact ground 121.901. Bye bye. 121.901, Ryanair 1 Good evening. Back up. N1. Maximum 230 erinnern wir uns. Flaps 1. Und Unicom. In Budapest traffic, Ryanair 1 Papa Mike, just airborne 31 left, with a left turn proceeding south westbound. Budapest. Und Flaps up. Retracts und Taxi Light schon mal aus. NTIS kann sogar erstmal aus. Weil wir sind nicht in Feuchtigkeit gerade. Wiener Speed. Nein. N1 Wiener Speed, danke. Versuche hier das Flugzeug so gut wie möglich auszutrimmen und dann
Autopilot. Command und die After Takeoff Checklist. Engine bleeds on, packs in auto, the landing gear is up and off. The flaps are up with no lights. Ja, dann können wir Standard setzen. Passing 906 for Level 140. .330 ist set. Und dann sind wir unterwegs nach Athen. So. Der erste 10-Check ist angesagt. Das kann aus. Cabin altitude verified. Differential pressure is verified. Cabin climb rate looks good. Pressurization mode selector is auto. Flight altitude looks good. APU bleed is off. The engine bleeds are on. Packs in auto. Recirculation fans auto. Temperature sieht erstmal, ja, gut aus, kann ein bisschen kälter ruhig. Ja. So far so good. Alrighty. So, die Tatsache, dass wir hier kein ATC haben, können wir ja eigentlich zu unserem Vorteil machen. Ja, Through 10 heißt natürlich auch, dass das alles ausgeht. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir hatten ja letztes Mal das hier angefangen. Ich glaube, da ist dann noch eine Challenge due, die wir noch schauen müssten. Dann würden wir das einfach als nächstes erledigen. Danke, Volvo. Das Video wird sofort unten verlinkt. Und zwar so. Right, also zuletzt hatten wir uns das hier angeschaut. Und das war ja so eine kleine Challenge. Wir sind hier in einem Full Flight Simulator. Die ersten beiden Challenges hatten wir schon angeschaut. Also er hier offensichtlich, ne, Protagonist des Kanals A330 FO. Er ist mal den 320 geflogen und jetzt mittlerweile FO bei Cargolux auf der 747. Ich denke aber Captain Joe kennt irgendwie jeder. Und er hier ist ein Kumpel von ihm hier. Er ist aber kein Pilot. Und jetzt fliegen die Challenges, wo er irgendein Manöver fliegt. Und er muss das nachfliegen. Ist halt aber kein Pilot und kriegt dafür aber Assistance von Joey. Engine Anti-Ice is on. Das ist so das Prinzip dahinter. Die ersten beiden hatten wir schon gesehen. Das sieht so aus, als würde hier eine noch kommen, vielleicht noch zwei. Low Visibility sehe ich hier. Genau, dann noch zweimal Low Visibility. Ja, alles klar. Nächste Challenge ist dann voraus. Ich will nur mal warten, bis wir hier durch die Wolken brechen. Hoffentlich bald. In der Zwischenzeit kann ich mal wieder ein paar Screenshots teilen. Das wäre ja eigentlich gar kein Thema.
So maybe nochmal. Alrighty. So, blau schon zu erkennen. Das sind noch, keine Ahnung, vielleicht 1000, 2000 Fuß, die wir hier überwinden müssen. Das würde ich jetzt einfach mal so einschätzen. Wobei, es ist eigentlich doch schon sehr schwer, einfach so die Wolkengröße mal einzuschätzen. Weil ich würde jetzt auch nicht wissen, also, was jetzt hier für, ob das ein Meter zum Beispiel Abstand ist oder so. Das ist schon schwer einzuschätzen. So. Center tank is empty. Master caution fuel. Center tank pumps off. Ja, es waren dann doch noch mehr als 2000 Fuß. 330, nee, das ist doch, komm, das ist doch ein Witz. 37. Ja, ich würde wieder auf 370 gehen. Set once. Das war zu hoch. Set twice. Und set 3 times. Ja, 370 ist set on the MCP. 330 ist ja, ist ein Witz, ist das. Das ist ja mal gar nichts. Wir können ja mal nachschauen. Hier so. Ja genau, die waren auch auf 370. Die waren erst kurz auf 3.4, dann sind sie auch auf 3.7 und dann waren sie wieder kurz auf 3.5 und dann den Continuous Descent. Ja, das hat ja sonst keinen Sinn. Also auf 3.3 ist es ja alles andere als wirtschaftlich, da unterwegs zu sein. Ist ja schon ein Witz, ist das dann. So, aber Climb Thrust können wir mal eben abändern zu Con. Damit wir für den Fall eines Low-Speed-Events auch eine größere Auto-Throttle-Margin haben. Das Auto-Throttle, wenn es müsste, auch auf den Max Continuous Thrust zugreifen könnte, weil wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal auf Auto gehen, wären wir jetzt hier bei 97. Max Continuous ist 94, ach Mensch. Gut, dann lassen wir den erstmal drin, nevermind. Das hat ja gar keinen Sinn gehabt. Gut, dann habe ich gerade Mist erzählt. Aber ich denke, im Cruise ist das der Fall, dass Max Continuous dann natürlich eine größere Sicherheit bietet als Econ Thrust oder so. Ich meine da mal was gesehen zu haben, aber scheinbar ist das jetzt hier nicht der Fall. Das ist Auto höher, mit einem höheren Limit als Max Continuous. Gut, das ist halt auch nur Continuous, ne? Das ist ja jetzt nicht Full Power. Dann würde ich sagen, NTI ist off. Und gib ihm. Illegal approach. Alright, everyone. Last challenge of the day. Adam is pretty damn good so far, I have to admit. Was war nochmal Fliesenleger-Approach? Ah. Kacheln bis zum Boden, ja klar. Fliesenleger-Approach. I think I would say it's even by now. Is it? I was born to fly. True.
Shut up. So I would say the last challenge decides it all, isn't it? Because I won obviously the first one. You guys And know the wrong runway. obviously won the second one. Obviously, that 1 second where Joey cheated as hell. The time is still I here. saw him. 2:58. You're gonna blend it in again now. Yeah, How it's you gonna cheated. The fireworks. The last one will be the all-deciding one, and that is based. Danke, Lufthansa. A thunderstorm landing in Frankfurt. We've got 4 criteria. First one is, so basically you can get 4 points. Yeah. If No, you you nail have- all, have 4. you have 4 points. And, Yeah. For every mistake you lose a point. Good. Joey's rules here. Yeah. Do you want to explain it? He's the judge. Well, I've done it in real life, and then actually we had 10 points, but okay, we'll do 4 points. Whoever has the harder landing on the vertical speed, which Mike will read out for us, you'll lose a point on that. You deviate from the glide slope, if you deviate from the localizer, and if you deviate from the speed. So whenever that is appropriate, we'll take off a point. All right. Yeah, So- so the person who has most points at the end wins. Wins. Yeah, So basically, when I go over 1 dot, I lose the point. correct. Glide slope as well as Correct. localizer. Okay. And speed, I would say 10 knots. 10. It's gusting. It's really gusting quite a lot here. Let's Ja, take dann, quite a lot. Just lose it at the beginning, don't care about it anymore. Leg dich ins Zeug. And I think you also have to say it's Cat 1 approach, so we are Yeah. going to fly it down to the minimum. That's Correct. how the weather is set. And at the minimum, yeah, hopefully see the runway or not. And then, well, they say we'll see the runway. We'll probably see continue, it. we'll continue anyways. We're gonna continue anyways. I know that's non-standard here. You shouldn't do that in real life, but we're in the simulator. We're gonna have some fun today. So, is everybody ready? I guess so. I have control. So I have to intercept the glide first. Looks very nice out there. Looks really nice out there. 50 Shades of Grey. Is that the correct runway heading? Isn't it 067? I have no clue. Don't ask me. I'll disconnect everything as soon as we're on the glide. Want me to first. adjust it a little bit? Maybe just a little bit to the left or something like that? No, just don't touch anything right here. Adam. Stop it. Ich finde diesen Pullover Alright, irgendwie let's do it, geil. mate. Von ihm mit diesem Smiley hier, das ist schon geil. Manual thrust. Down we go. Flaps full. Gear down. Yo. I'm never gonna hold the speed. Never ever. Me neither. It's very simple, Adam. Yeah? Just leave it. Just leave the power setting there. Auto pilot off. Doesn't work. Can't click it away, I think. What? Why does it say the landing checklist? Did we forget something? Just press the clear button. There you Oh, go. cheers. Good that you're not rated and I am rated, right? You're not rated for A320. True. It's a whole different system. It's not. Okay, fair. It's not. It's a whole different story. Alright. Do you want to come to a stop for a moment? Yeah, why? Some water break? Manual brakes? Alright. The only tricky thing right now is the speed. Yeah. The rest is Tell that easy. Adam. The rest is easy. The rest is easy. Get wrecked. Okay, we're coming closer. 400, Ah, There we go. checked. You can see the ground. 300, 100 above. Checked. Oh yeah, that's a go. 200, minimum. Normally I would do a go around now. Continue. I think I have to do a go around because I'm not. Just look to the right. 100, Ah, it looks good. No, I'm too high now. Oh, there Oh, the lights. oh, oh, There we are. 30, 20, retard. Brace, brace, brace. I cratered that one. Manual brake. Das hat schon gescheppert, oder? Das hat wirklich gescheppert. Das hat ja beinahe noch doller gescheppert, als ich mit dem A320 von Paris nach Hamburg im ersten Versuch. I might be able to top that. Excuse me. Excuse me, sir. So what was the descent rate on touchdown? That's nothing. 35? Yeah, do you see how I flared? Ich dachte, Ja, okay, fair. Da hat er dann wohl gerade so noch richtig, ja, gepullt.
That nearly probably would have been toast right there with that flaring. So yeah, since we didn't come out at the minimum, we continued anyways, like we briefed. But it's quite difficult, I would say. If you look outside, you fly raw data, you look outside, you're searching for the runway, you're searching for ground and Can't see just anything. anything. But yeah, so I kind of messed up the landing, I would say. Well, hey, can't be We all- survived. So how many points did you have then? Glide slopes. Yeah, that was at the end. No, that below. Mal hier eben nach unserem Flugzeug schauen. Kriechen jetzt hier mit 800 Fuß die Minute Richtung 370. Gute Stunde haben wir jetzt noch. Eine Stunde 10 bis Athen. Ja, das reimt sich sogar. Stunde 10 bis Athen. Oh nein. 200 feet, that doesn't count anymore. How was the speed? I think the time I watched it was fine. Speed was fine. Speed was fine. Speed was fine. I got 1 point for the speed. I've got 1 point for the localizer, because that was middle. Got 1 point for the glide slope. So you're technically saying you have 4 points. Well, we have we'll to see. see- We'll we'll see see with the with that. descent. Yeah. A flare for days. Alright, Go. Yeah. let's go. Let's do it. I opened up the buckles for you so you fit in. Hey, ready when you are. Hold on to your knickers. It's going to be a hard one. Best of luck. Time to mess things up, huh? Time to mess things up. Okay, so now we're flying straight level. Just keep at the pitch you already had. All right. Glide slope You is see the guys coming in. alive or it's coming up, right? Yeah. Auto thrusts. Yeah, distant. Okay, pull it back to the 55. Yeah, disconnect the auto. Okay, Right. now pitch her down to 2.5 degrees. And throttle Ja, bis up. 21 Uhr geht das Event, Right, aber good speed, it's right speed. wird eng, ob wir da noch passend ankommen. Ja, ich denke, die werden jetzt nicht Punkt 21 Uhr alle Lichter ausmachen da, sondern vielleicht dann noch ein bisschen länger bleiben für uns. Okay, 600 feet, 600, 700 feet. Flaps 3. It's just altitude. Gear down. All right. Yeah, also do flaps full as well. Be fully configured. Flaps full. Yeah. Push it down a little bit. You see the glide slope It's is running away a little bit. Yeah. No, not so much. Ooh, just Put the go speed back. latch on. Yeah, Speed latch. Thank you. Thank you. See that the localizer is moving a little bit to the right. Just move to the right. So that should do it. Just hold it there. We're still a little bit high on the speed, but now pitch up again to 2.5 degrees. Slowly, slowly. Keep going, keep going, keep going. 2.5 degrees. Where's No, 2. No, the pitch on the 2.5 line. You're on the 0 line. Yeah, that's okay. Yeah, just alright. 2 degrees. How are the kids, Adam? Huh? How are the kids? Localizer. Are the to kids the left, doing go well? To the left. Check the localizer. Oh, Slowly, you slowly. cheeky bugger. That should be fine. That, Oh, you just Trying to distract Oh, me. that's good. showed Oh, me that's before the good. 1 dot. Just keep it there. Alright, center it again. Center it again. The pitch is perfect. Go to the right again. Go to the right. To the right. To the right. To the right. And center. Perfect. The pitch is great. The Okay. power is fine. Your speed is fine. 500. 500. Checked. A little to the right. Pitch. A little bit more power. A little more power. There you go. 100 above. A little bit to the left. A little to the left. Look your pitch. Check your pitch. 200 minimum. Right. You see your runway? Negative. Yes. Let's go right there. Yes, I see some lights. Follow 100. the lights then. I can see nothing. I see him. I see him. 50. Oh. 40. Oh, there you go. 20. Go back. Retard. Yeah, there you go. There you go. And 10. 5. Oh. speed breaks up. Referee. That was beautiful. I Ja, not too bad, I would say. see a runway. That was not beautiful. When you say I see a runway, like, way to the right. That was soft. Soft is not always the best landing, Press Adam. levers. Press levers. Alright. Not too shabby. There we go. I must admit, it's his 4th time flying like a simulator, and With you're no doing visual a reference. freaking great job. Yeah, that was I actually must for admit. your 4th time. That was pretty. True. Muss ich auch mal sagen an der Stelle.
Impressive. Raw data. I must say, without Joey's help, you probably would have created somewhere left. Well done, my friend. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. How was the feet per minute? Software tells me -1 feet. Minus It was softer. -1 feet. I must say, That's worth like 3 points. Like not noticeable touchdown. Okay, let's put it that way. so I get this. I got think one. You point lose less. you lose the point for Softness. Softness, definitely. You have the softer landing, Definitely. but you were like literally searching a runway. So you lose that point. So I would it's lose that 3 point, point yeah. each. I would say no, because the glide went off, the localizer went off at the end. Yeah. Maybe I'll give you 2 points and 3 points for last guy. I hate losing. But I got the must softer admit. landing, and that's True. all that counts for me. I would say that was great fun, guys. That was good fun. Thank you very much for joining, Joey. I Thank you for appreciate the support. invite. That was good. Ja, ich finde das eigentlich echt ganz cool, dass die auch so ein bisschen was zusammen machen. Also es ist jetzt nicht das erste Video mit Captain Joe. Yeah, definitely link down here. Go check it out. Really, really nice simulator. Und das war eigentlich echt ganz cool. You can do some serious training here, but you can also have a lot of fun. So it's just the best of both worlds, I would say. Yeah. Go check it out online. With that said, I would say we finished with that video here. I guess so. Challenge goes to... Ja, wie gesagt, Like ist da, Link dazu ist auch unten. Und weil wir ja noch eine gute Stunde haben, würde ich sagen, schauen wir dann hier auch mal rein. Life of a long-haul airline pilot, join me in the cockpit on a full rotation to Mexico. Den obligatorischen Link mal wieder unten reinsetzen. So, that should do the job. Und würde ich sagen, Feuer frei. Ach ja, jetzt haben sie hier auch schon alles umgepainted. Discover Airlines, ah ja. Was haben die denn für eine Kaffeemaschine? Das ist ja richtig wild, oha. 17 right now, AM in the morning. It is 7:17 right now, AM in the morning. I'm a bit tired. It's actually one of the earliest check-ins we have. And we are flying to Cancun today. And this video is more about an in-depth view on a day of an airline pilot. I just checked the whole flight plan for the first time. We get it on our iPads basically. And we've got it separated in different categories. General, fuel, mail, which are minimum equipment listers. Extended operation, which means our not HLA operation, our ETOPS planning, ATC flight plan, dispatch infos, flight and fuel, main airports, where all the airports are listed with the weather, and basically we can click on them. Then we've got our main airports, which is Frankfurt takeoff, Cancun landing, and then we've got the alternates Merida and Havana. So those airports are the main airports, and then we've got basically our extended range operation airports, which is Prestwick and today Goose Bay. And those are all airports, well, there are plenty more, which we have to check, because the weather at those airports needs to be in limits during a specific time window. So that's why we have to check all those airports. Other than that, we've got en route airports, just basically all the airports next to our route. Then we've got SIGMETs. There's only one in there today, which is at London FIR, so that's not that bad. Then we've got significant weather en route, so basically our weather chart for 6 UTC, 12 UTC and 18 UTC. So we've got the whole day, the weather forecast over the whole route. Na, hier ist Frankfurt und dann geht's hier einmal rüber nach Cancun, hier an dieser Spitze, hier dann der Golf von Mexiko. See winds on there, we see clouds, we see... I'm just going to put a picture up so you can see what we see on those charts. And with all that information we get in that briefing package, we basically interpret our opinion on how much fuel we should take on a flight. So after that information we get from the flight plan, you have to check various things. For example, if you're flying a not HLA track system, in the track system, 2,000 feet below,
Jesus Christ, was war das denn gerade? Was ist denn da gerade passiert? Das war ein Sudden Dive. Keine Ahnung, das war so richtig plötzlich kam das. So zack, bumm. Sagt mir YouTube, you're offline. Und 3 Sekunden, 4 Sekunden gewartet und jetzt ist alles wieder da. Ja, zuletzt hat der Stream auch geruckelt. Aber jetzt dürfte es eigentlich normal laufen. Ich lasse das Video mal weiterspielen. And maybe cost index 80 because the plane behind you is faster and you won't block the track then. So those are things you have to keep in mind when calculating your fuel at the end. We have a minimum block fuel which is stated in there, but extra we have no limit. We can take as much as we want. Obviously we don't take 10 tons. Jetzt scheint es wieder normal zu laufen, wunderbar. Must make sense. So basically if you're flying nut track, for example, someone's behind you, you can't... Also Nut Track, North Atlantic Track. Das sind dann für jeden Tag neu festgelegte Strecken, Airways über den Atlantik. Einmal Richtung Westen und einmal Richtung Osten. Die sind dann festgelegt und die heißen dann Alpha, Bravo, Charlie, Delta und so weiter. Das sind Net-Tracks. Ja, die basieren auf Koordinaten und die sind dann aber festgelegt. Ja, also wenn man zum Beispiel Net-Track Bravo fliegt, dann fliegt man genau die und die und die und die Koordinaten Richtung Westen. Wenn man Net-Track Zulu fliegt, dann fliegt man genau die und die und die und die und die Koordinaten Richtung Osten. Ja, und die sind jeden Tag etwas anders, weil auch eben jeden Tag das Wetter etwas anders ist. Der Wind primär natürlich, aber auch vielleicht anderes Wetter. Und man versucht dann natürlich so gut wie möglich da durch den Wind zu kommen. Richtung Osten natürlich so gut wie möglich Rückenwind mitzunehmen, Richtung Westen irgendwie vielleicht so optimal zu fliegen, dass man vielleicht am wenigsten Gegenwind hat. Deswegen ändern die sich immer regelmäßig. Und ja, das sind Net-Tracks. Oder einfach Nets. N-A-T-S. Ne, N-A-T-T-S. Netz Software, ne. Net-Tracks. Hier. Genau, hier sind die dann definiert. Zum Beispiel haben wir hier, was haben wir denn hier? Part 1 of 3 parts. Net-Track Tango. Startet bei Rikal. Dann geht's über 53 Nord, 50 West. 54 Nord, 40 West, 54 Nord, 30 West. Und so bis Resno. Und dann Netkey. East Levels. Flight Level 340, 35, 36, 37, 38, 39, 400. Und West Levels nil. Das heißt, das ist jetzt der Net-Track Tango. Führt jetzt Richtung Osten. Dann gibt es hier Net-Track Uniform. Der startet bei 2DEP und dann über 52 Nord, 50 West, 53 Nord, 40 West, 53 Nord, 30 West, 54 Nord, 20 West bis Dogal und dann Backset. Auch hier wieder East Levels 34, 35, 36, 37, 38, 39, 400, West Levels nil. Und dann gibt es noch einen Net-Track Victor. Und dann haben wir hier zum Beispiel noch ein paar neue. Mit ebenfalls East Levels. Okay, West Levels. Sind gerade tatsächlich nicht drin. West Levels nil, West Levels nil, West Levels nil. West ist nil. West ist nil und West ist nil. Auch hier ist West nil. Dann sind wohl, keine Ahnung, ich weiß nicht wie aktuell es ist, am 17. um 19:05 Uhr Zulu. Ja, das war jetzt vor 7 Minuten. Na gut. Aber dann ist wohl scheinbar gerade kein Net-Track wohl online verfügbar möglicherweise. Oder keiner, ne? Also wahrscheinlich fliegen jetzt gerade Flugzeuge auf Net-Tracks auch Richtung Westen. Aber die Net-Tracks sind jetzt nur für die Flugzeuge, die schon in der Luft sind und Leute, die jetzt einen Flug planen Richtung Westen, die werden jetzt möglicherweise ein Random Routing bekommen. Oder vielleicht kommen auch bald wieder neue Net-Tracks rein, die hier jetzt noch nicht gelistet sind auf der Website. Ich meine, das ist jetzt Open Source, frei zugänglich. Open Source, was heißt Open Source? Frei zugänglich von der FAA. Ja, aber das wird regelmäßig geupdatet. You want to fly, so you need to plan for those circumstances that could happen, because there's always eventuality if you fly track system that could happen.
And if you go on the flight plan, we have stated here, for example, 2,000 feet below costs around 1 ton fuel. Then we have to zero fuel weight correction, so 1 ton is 400. So we need, if we would fly the nut track 2,000 feet below, we would need an extra fuel of 1.5 tons, just for a little example here. And that's what I'm going through basically before each flight. Through the whole plan, checking if we fly nut tracks, check for weather, if we could need a diversion, if the weather isn't that good at the alternate plan, we maybe choose another alternate, which is a bit further away, so we need more fuel for that. Are we late? Do we need to speed up a bit? And all that goes into that fuel calculation I make before briefing with everyone else. And then basically, when everybody looked at it, the captain and the SFO and me, the FO, we meet, sit together, or the CRP, not the SFO. We sit together and we talk about what we saw in the flight plan, and then we figure out how much fuel we want to take. Most of the time, if somebody says 69 and another one says 69.5 and he has a good explanation for it, obviously we take the 69.5. But yeah, it all must make sense. And that's basically how we do the briefing. That's why I'm always a bit early when I'm coming here, like an hour before. And yeah, so that's what I did now. It's 7:17. I'm gonna get another coffee probably now, talk a bit, chat with the crew. And then our briefing starts in 1 hour, so I'm a bit early today. Oh ja, ist ja wirklich früh. I just got up and was right awake at, I don't know, 5:45 something. Weird. But anyways, so let's keep going with the day. So right after the engine start, it was time to do the after start items. That means ground spoilers arm, rudder check 0, flaps set, pitch trim check, and ecom status check. We were told by ATC to be towed forward up to November 1. After doing all the items, completing the checklist, the after start checklist, and doing the flight control check, it was time to taxi via November 1 to Lima 1 and hold shore at Cut 2 holding position there. Ja, Cut 2 ist, denke ich, offensichtlich bei dem Wetter natürlich. Ja. Was 232 tons. Since we were number 5 for takeoff, we had to wait for another 10 minutes, but that was no biggie since we did our pushback 5 minutes early, so we're still on time. Monday. 25 center full length. 25 center full length tickets. Yeah, alright. 1 6 1 into 1 punch is a bit. After completing the lineup checklist, it was time to line up and wait for the takeoff clearance, and then we took off in the direction of Cancun with the Oboka 3 whiskey on that day. Check cross set. D1. Rotate. Gear up. Yeah, checked. Ja, Musik. Ja, es ist schon ein grandioser Ausblick. Not gonna lie here. So, und jetzt, wenn wir hier auch mal eben schauen, wo wir denn gerade abgeblieben sind. Maintaining 370.
LNAV en route to Ibiza und bis zum Top of Descent haben wir hier jetzt noch 228 Meilen um 14:46 Uhr Zulu unsere Zeit. Das ist in einer guten halben Stunde. Also, alles wunderbar. Die Wolkendecke doch relativ dicht hier sogar. Na gut. Dann weiter im Text. Nosat is the point where our arrival started off. We went from Nosat to Hacho and from After 11 hours and 10 minutes of flight time, we reached waypoint Nosat. Nosat is the point where our arrival started off. We went from Nosat to Hacho, and from Hacho we got a direct to Uniform November 515. An arrival is basically there to align traffic and separate it. After Uniform 515, we got radar vectors for an ILS on runway 12 left. And now, enjoy the landing. Gear down. That's ready. At full. Landing checklist. Landing, no blue. $1,000. Check. Minimum. Continue. $100. 50, 40, 30, 20, retard. Nice. Hey everyone, the flight is over. We just arrived in the hotel. Flight time was about 11 hours basically. The flight was smooth, but as stated in the briefing earlier today, we had those little bumps in those while we were crossing those jet streams shortly before Canada and basically after leaving Florida, but nothing serious, just some regular bumps there. And other than that, now the layover starts. We've got 3 nights here in Mexico, Cancun. And the cool thing is, a few crew members and myself, we booked a little Airbnb in Tulum, which is great. And basically we got pickup in 1 hour and 30 minutes, so I gotta hurry a bit here, unpack something, take a shower, and then we leave for Tulum for 2 nights, which is really nice. And then last night here, and then we fly back on Sunday. So I will say we're gonna put some B-roll here with the layover now, and I'll catch you before the flight back on Sunday. Let's go. Einfach Airbnb oder was? Okay, das ist schon wild. Mexico. Er hat da immer noch seinen 737-Sticker drauf. Ja, wie geil ist das denn? Layover comes to an end. Been here 3 nights now, twice, yeah. 2 nights in Tulum. We had fun time there. We went to some cenotes, I think they're called, and to the Tulum ruins, which was really nice. Did a little snorkeling trip there. Probably saw the footage from the layover there. And now, unfortunately, another layover comes to an end, and it's time to fly home to Frankfurt. The plane of the day will be an A330-300. I'll be part of flying on the way back home, which is really nice. I've always liked flying home. The only thing I'm kind of scared of is, well, not scared, but I think I can't do the landing tomorrow morning, because in the forecast for Frankfurt we've got a visibility of 100 meters vertically, and so basically low visibility operation, which means it's maybe going to be an auto landing,
and that means the captain has to do the landing, which would be unfortunate since he flew here and I would like to fly back, but yeah, we have to see about that. And yeah, I'm gonna fly 9 hours and 50 minutes approximately, a lot shorter than coming here with 11 hours and 15 minutes, Oh yeah. but that's due to the wind. Talking about wind, that strong of a wind is most likely jet streams, and we have a lot of them over the Atlantic today, which means there can be quite some turbulence out there, but we always try to basically fly a bit out of them by going lower or higher. And with that said, I will say we go catch a flight together. Let's go. Danke, Costa. Walk around was complete prior filming. And just after 72 hours later, we're back in the cockpit. Today we are standing parking position 53, that means pushback, facing basically south, then on Echo 2, only when we allow to Charlie to the holding position 1-2 right. Departures today, Noodle 1 Alpha. After departure, contact the frequency 124.2 and then we fly along those waypoints. Our first cleared altitude, we haven't got one yet, but we have a max altitude and that is 5,000. Alright then. Oh, es ist ja fairly short taxi. Das ist Aufwild. Hier ist dann der Rollweg zu Ende. Nur hier am Ende ist noch diese Connection. Und Alpha 2, Alpha 3. 2800 Meter, ja, 3500 Meter ist ja plenty of runway. Charlie 9er. We had around 6 planes in front of us, so there was quite a bit of traffic on that day, but nevertheless we departed on time. On runway 1. Ready? Yeah, Right. Take off. Man flex 54 SRS runway, all the customers. Yep. Was set. Checked. V1. Gear up. Gear up. Now. Ja, das sieht echt monstermäßig aus. Also, gerade, das ist so lustig, das ist eine Straße, die sich hier so überall so durchschlängelt. If we're flying up Erzählt was, Hilfe. again. I like to do, passing beautiful Miami there, it was time to make our way to the Atlantic Ocean again. What I like to do before going out there is basically I print out the weather for the ETOPS alternates again, and I write down the runway in use, the length of that specific runway, the approach available there, and the time in Zulu, in which time window we basically would reach that airport. If we're flying up really high north, I also add the variation at that specific airport. Ja, somit kann man sich dann natürlich auch beschäftigt halten und tut gleichzeitig was für seine Situational Awareness natürlich.
und legt sich praktisch schon mal dann eine Entscheidung zurecht, falls man eine treffen müsste. The arrival on that day was the Unoco 4 Alpha. We never overflew the waypoint Unoco since we got a direct 200 nautical miles out to Ramop. Ramop is a really important point in that star here, since there's an altitude constraint in the old chart here. In the new chart we haven't got altitude constraint in there, and that altitude constraint is flight level 110. Nevertheless, they told us be Ramop at flight level 110. So basically ATC gave us the constraint, and they give you often a descent rate you have to match. From Ramop on, they do that because they know that you're not gonna fly the whole star up to Delta Fox 416. You're probably gonna expect radar vectors at Delta Fox 410, 411, and that's why you need to be a bit lower than the FMS calculates, since the FMS calculates with all the other waypoints as well with the distance. That's why they keep you down, and then you're probably gonna get radar vectors on the right turn to ILS 25 right or ILS 25 left, or swing over to center, never know, and you're on the correct height then. Our approach on that given day was the ILS Zulu on runway 25 right, and luckily, I was able to do the landing since the fog disappeared and ja, man sieht hier schon. 25 right was given. With that said, everyone, enjoy the landing in Frankfurt, runway 25 right. Zulu on runway 25 hier right. Hier sieht man so ein bisschen, das ist doch schon relativ tiefe Wolken. Luckily, Hat er Glück gehabt. To do the landing since the fog disappeared and yeah. The Cat 1 minima was given. With that said, everyone, enjoy the landing in Frankfurt, runway 25 right. Speed check. Left full. Incoming more. Landing checklist completed. Ja, die Schwaden liegen hier noch so ein bisschen. Hundred above. 300. Minimum. 200. $100. 50, 40, 30, 20, retard, 10, 5. Welcome back to Frankfurt, everyone. Since we landed on runway 25 right, which is all the way up north, we had a really long taxiway on that day. Nevertheless, we were 1 hour early with the arrival, and that meant we had to hold short at the parking position anyways, since it was not free yet. That vlog comes to an end here. I hope you learned something from those flying informations and you enjoyed the little layover clips. And with that said, how many with that said should I do? See you in the next one. Bye bye. See ya. Ja, das war doch wieder echt ein cooler Vlog. Like ist gegeben, wie gesagt, Link dazu unten. Schaut auch gerne selber mal vorbei. Wir sind jetzt 52 Minuten in der Luft. Ein bisschen haben wir aber noch vor uns. Darauf descentieren 113 Meilen. Ja, ATC ist aktuell noch vorhanden. Wir sind auch kurz davor, den Luftraum zu betreten. Wie man hier, denke ich, ganz gut sieht. Deswegen würde ich mal schauen, ob wir an die ATIS in Athen rankommen. 136.125. Runway 03 right through on the close through the whip. Taxiway Delta close. Between taxiway links on and taxiway link 9 and taxiway Delta 3 LFG. Between taxiway Delta 10 and taxiway links on 3 Pacific ATIS instruction.
Ah ja, da haben wir's. Gut, dann machen wir das erst nochmal aus. 129er 675. And descend flight level 110. Descending flight level 110, 40 whiskey. Athen, a very good evening. Ryanair 1 Papa Mike, maintaining 370 inbound to make it. Ryanair 1 Papa Mike, Athena Radar Kansai, welcome on board. Lufthansa Athena Alpha Golf, we've got flight level 270. Ryanair Athena Alpha Golf, Athena Radar, Squawk More Charlie, descend level 250. So, dann versuchen wir es nochmal. Athena Radar Kala, Ja, nee. Alpha 21339, flight level 390, climbing flight level 450, coming from Sofia FIR to Athens. Alpha 2 Bravo 1, 329, Athena Radar Kansai. Via Alpha 2 in the back track, wonderful weight runway 09. By Alpha 2 under flight angle clear RMP runway 32. When you're established on the final approach course, reduce the final approach speed. RMP runway 32, when established on final approach course, we will reduce Thunder 5 Mike Charlie, Palace discussion, flight level 9er 0. Information Juliet habe ich gehört und QNH 1011 habe ich auch gehört. Correction, Alpha Bravo Golf 271, good evening, climbing to flight level 230, passing 200. Dann können wir den Wind einmal reinladen. Mike Charlie, when ready, descend flight level 9er 0. Flight level 9er 0, Charlie. Agent 364, make a right 360, then direct to Exoski, then you quit for the RMP. Oh ne, warum ist denn jetzt die Kamera wieder? Ach. Agent 364, never stay, make a right 360, then direct Echo X-ray Oscar Sierra India, then you quit for the RMP 1015. Eine müsste ich so sitzen und nicht so. Ah, es ist doch ätzend. Victoria Lima Whiskey Radar contact via Yankee November quit VOR Charlie approach on H32 descend according to the procedure on QNH 1012. Okay, clear the VOR Charlie runway 22 and descending via QNH Charlie Bravo, no further ATC in the Congress. Unicorn Austin Charlie Bravo John. Yes. SRB 2 4 Echo Mike, wind Ja, das bringt auch nichts. Little 3 to Air Service 4 Echo Mike. Was there 471 to 75 level 170. Naja, dann müssen wir damit jetzt leben. Tower 72 to approach 132 975. Approach 132 975. Easy 14 Whiskey, the wind is 105 knots on H32 clear land. Again, 634 no further ATC, Monty in the Congress. Approach type ILS. Runway move to Wonder. Transition level 105 West 220 at 4. Alpha Bravo Golf 271, flight level 230 with you. At DB01. 2.12. QMH 1011. Runway 03 right to and the 39 Alpha Golf, descend flight level 110. Also Runway News 21. Einige taxiways sind closed. And the 39 Alpha Golf, flight level 110 and located NDB runway 01. Flight level 111, 101 and then To Wonder, sagt er, also to one right wahrscheinlich. Negative, flight level 110.
110. UMH1011. Runway 03, right 2 on the flow through the wind. Alpha 2 Bravo 11, Alpha 2 Bravo 1239er, fly direct Lima, Mike Oscar. Flight direct Lima, Mike, repeat for me, Alpha 2 Bravo 1239er. Lima, Mike Oscar. Lima, Mike Oscar, direct Lima, Mike Oscar, Alpha 2 Bravo 1239er, thank you. Atene, good evening, PI 261, with you 70 miles inbound, local Berlin. What's your call sign? Runway U through Wonder. To Wonder, ja. What was your call sign? Schon eine Scheibe 105. PP 261 with you, I am at 70 miles inbound, Kilo Foxtrot November, flight 11110, I am busy free. Due to whip, work in progress. Okay, the retro right, 21 left is complete close, das heißt 21 right. Können wir nehmen. Expect ILS 21 right. Das heißt, genau, 21 right, das heißt 21 left brauchen wir nicht. Und eine Arrival bräuchten wir sonst noch. Quatsch. Ropox 1 Bravo ist hier geplant. Das ist ganz hier oben. Aber weiß ich ja jetzt nicht. Und dann wahrscheinlich so und dann... Könnte aber auch gehen. Ropox 1 Charlie 1 Papa 03. Das ist für 2-1. Andere Ropox haben wir auch gar nicht. Dann, ja, über Kilo Echo Alpha dann wahrscheinlich. Ropox 1 Bravo. Steppen wir mal durch. Ropox, Kilo Echo Alpha. Aber wahrscheinlich etwas langsamer als das. Alpha 2 Bravo 1 339, I'll let you know when it's time for descent. Und dann eine harte Linkskurve. Bis 26.5 bzw. Delta 067 Papa. Und dann Alpha Fox 009, 010, 040 Papa. Das ist der DMI Arc bis 040 Papa. Und dann Left Turn bis Charlie India 21 Romeo. Und dann Final bei 8,5 auf 3000. 3000. Und dann haben wir Runway. Und dann haben wir den Missed Approach. Straight ahead to Sierra Alpha Tango. Intercept and follow radial 212 Sierra Alpha Tango. At 8 Sierra Alpha Tango. Outbound, turn right, intercept and follow 258 to Echo Golf November NDB. Inbound to the NDB and hold, climb to 4000. In order to commence an ILS approach for runway 21 right, continue climb and hold it to 7000. Refer to minimums for missed approach climb gradients. Also Sierra Alpha Tango, geradeaus über die Station bis 8 Meilen und dann Rechtskurve 258 degrees, inbound IG Nam, Echo Golf November NDB, max 185 knots, bang angle 15 degrees. Airways 519 Accelerator, contact climb level 300. Says apply Mike Charlie, descend to 4,000 feet, QNH 1014. 4,000 feet, QNH 1014. Under 4 Tango, taxi via Alpha to parking, connect. Yeah, Alpha to the parking, call 4 Tango, good evening.
Zero Alpha Tango können wir sonst mehr setzen. 1096. 1008. Lufthansa 39 Alpha Golf, descend 4000 feet, QNH 1008. Und dann können wir die ALS-Frequenz in den Standby hauen. 1105. 1008. 1008. Olympic Flight Lima Whiskey traffic Und is backtrack in the 212 runway degrees. is calm. Olympic 4 Lima Whiskey traffic is backtracking the Set both runway. sides. Continue approach, wind is calm. Das Match mit dem hier. Agent 364 taxi via Alpha Echo stand of your choice, good day. Alpha Echo Lufthansa 5 Mike Charlie cleared for the RMP. So, dann haben wir jetzt hier auch die Küste tatsächlich schon erreicht. Lufthansa 5 Mike Charlie cleared Looks for the RMP runway alright. 22 descend according to the procedure. Dann können wir die Karte hier nochmal vernünftig durchgehen. Chart 11-7, effective 24th of February. ALS 21 right at Athens, Greece. Localizers India Echo Victor Romeo 1105, final approach course 212 degrees. Platform altitude 3000 by 8.5 India Echo Victor Romeo. Airport elevation is 308. Decision altitude is referring to minimums. MSA based off second waypoint for direct and SAT Sierra Alpha Tango VOR. 7000 to the north, to the west is 45, to the south southeast 35. Dann kommen wir hier rein über Kia VOR, Kilo Echo Alpha. Via 067 Papa. That is equivalent to 26.5 Kilo Echo Alpha. Intercept 60 DME arc set towards 040 Papa. Then a left turn final. Intercept the localizer via Charlie India 21 right. And Foxtrot India 21 right. At 3000. Descending with the 3 degrees glide, miss approach. With the 4% climb gradient. Das werden wir definitiv schaffen. 482 feet. Ryanair 31 Hotel to be 370. Ryanair 31 Hotel, descend over 250. 250 Ryanair 31. Is set both sides, ja. AVR ist definitiv besser. Ja, Kilo Echo Alpha, 4000 Minimum, 3000 Minimum Altitude bis Glideslope Intercept. Ja, Threat ist definitiv Terrain hier in der Gegend. Und möglicherweise auch jetzt die höhere Verkehrssituation wegen des Events. Jo, ansonsten haben wir es eigentlich. Dann können wir die Arrival nochmal vernünftig durchgehen. Ropox 1 Bravo erwarten wir. Charge 10-2, effective 1st of May 2020. Ja. Ropox inbound to Kilo Echo Alpha. Minimum altitude is 8000. Und das war's. Transition ist bei ATC, haben wir gehört. 105 Transition Level. Und Altimeter Hector Pascals. Ja. Dann landen wir T1 right und dann rollen wir hier irgendwo ab, vielleicht Alpha 6, sonst Alpha 5. Und dann auf Alpha. Und dann wahrscheinlich Hotel to the gate. Ich weiß gar nicht, wo die im Real Life standen. Ja, die sind hier auch rüber und dann so eine Schleife. Alles klar. Das dürfte dann wahrscheinlich dann ein relativ kurzes Taxi werden, wenn wir dann hier abrollen. Alpha 6.
Oder vielleicht erwischen wir auch den hier. Was auch immer. Ja, wobei, ich glaube aber eher nicht. Ryanair 1 Papa Mike, descend flight level 170. Descend to flight level 170, Ryanair 1 Papa Mike. Easy cycle on 170 set. Happy control. Yeah, when you have a second. Deep radar, hello. During Budapest Yankee is on 370 inbound Victor. Alpha 6. Und dann Bravo oder Hotel, beziehungsweise Alpha Hotel. Und dann India to the Gates dann wahrscheinlich. Ja, wissen wir Bescheid. Performance können wir sonst nochmal rechnen. Das sind 700 Kilo, das heißt wir sind hier bei 63.4. Flaps 30. Mit Wetter, glaube ich, sehr calmer Wind. Das können wir ja hier gleich dann sehen. Import from aircraft, import to weather. 220 at 4. Ja, das heißt auf jeden Fall 5 Knoten Wind Corrections sind absolut ausreichend. Runway 21 right, runway straight. Packs on flaps 30. 63,400. Initially 1786 meters, auto brakes 3. Idle reverse. Machen wir das. Ja, 2204, CAF okay, 16 Grad. Wunderbar. Achso, genau, warte mal. Airport elevation 308 feet. 300 is set on the overhead und dann descent checklist. Pressurization landing altitude 300 feet is set. Recall is checked. The auto brake is set to 3. Landing data viewer flaps 30. 146 barrel minimums 482 feet. Approach briefing is completed. Descent checklist complete. Orange 119 flight direct at first. Flight direct at here, Orange 119. Easy 5 kilo Roman for push start. Easy 5 kilo Roman push start approved facing west, QNH 1011. Push start approved face west, QNH 1011, easy 5 kilo Roman. Runway 21 right, fixed rings 4 und 10 miles. Distance haben wir jetzt 82 miles direct. Das heißt, wir sind, was das angeht, sogar 10.000 Fuß zu hoch. Deswegen können wir maybe mal kurz in Level Change gehen. Retard MCP Speed. Er begrüßt die Leute mit Welcome on board, das ist irgendwie cool. Keine Ahnung. Bravo Golf 271, descend 3,000 feet, QNH 1015. Descending 3,000 feet, QNH 1015 from Bravo Golf 271. Target is decimal 8, beziehungsweise 320 knots. Ja, weil unser Kostenex, wobei, ne, ich glaube, dass der Kostenex jetzt nicht wirklich eine Auswirkung auf Descent Speed und Rate hat. Weil ich meine, Idle ist Idle, ne?
Climb flight level 370, Jim 1212. Malta 8, 189 on Mike, flight level 350 Mike. Malta 189 on Mike, being radar kind, good evening. Wir werden vielleicht dann vorher schon rumgewechselt. Lufthansa 5 Mike Charlie, fly runway heading, climb to 4000. Runway heading on 4000. Lufthansa 39er Alpha Golf, wind is calm, runway 01, clear to land. Was machen wir da am besten? Das sind 25. Minus 20 maybe? Aber wie ging das nochmal? Nee. 320 Athens approach 132.975. 62 Athens approach 132. Ich weiß leider nicht mehr, wie man Custom Waypoints. Lufthansa 5 Mike Charlie, when you have time, what's the reason for the go around? Unstable approach. Right. Lufthansa 5 Mike Charlie, the wind is 170 at 6 knots. Would you like to try runway 14? No, we can try. Gute 60 Meilen noch. Erdi, moin. Looks like RMP runway 32, turn left heading 200. Left 200, expect RMP Q2. Dann machen wir hier Speed 300. Dann sind wir nämlich, weil die Geschwindigkeit natürlich tiefer ist als die, oder geringer ist als die wir aktuell fliegen, können wir trotz Vertical Speed im Idle bleiben. Weil dass wir hier komplett raus bis Kieler Kalf und dann erst wieder rein, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Mach mal ein Go-Around aus Spaß, wenn du Zeit und Bock hast. Tatsächlich habe ich keine Zeit leider. Ich bin nämlich noch verabredet, tatsächlich heute Abend. Aber trotzdem nehme ich mir natürlich Zeit für einen ganz normalen Approach und wenn wir einen Go-Around fliegen müssen, dann werde ich das natürlich auch dann entsprechend tun. Ja, ich werde mich dann nicht auf einmal disconnecten und trotzdem landen, nur weil vielleicht irgendwer vor uns noch auf der Bahn ist. Lufthansa 5 Mike Charlie, fly direct Mork, Mike Oscar Romeo India X-Ray. Direct Mork. ATN 9er is 01, verify you're descending to flight level 200. Okay, der Speed-Fenster ist sowieso offen wegen Vertical Speed, macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich der Speed-Intervent drücke. Da scheint auch der Platz dann zu sein. Lufthansa 5 Mike Charlie via Mork, cleared for the RMP runway 32, descend according to the procedure. Descending ramp procedure and cleared approach 32. Die MSA hier im Norden sieht aus wie 8000 oder 7000. Und hier sind es 8000. Passengers are seated.
Ryanair 1 Papa Mike, approach 132.975. Approach 132.975, Ryanair 1 Papa Mike. Alpha Bravo Golf 271, cleared for the RMP runway 27, descend according to the procedure. Athen, good evening, Ryanair 1 Papa Mike. Approaching 170 through 175 right now, inbound to Ropox. Information Juliet. Hello, Ryanair 1 Papa Mike. Information Juliet is correct. Descent flight level 110 on present heading. Present heading, descending to a 110, Ryanair 1 Papa Mike. Ryanair 17 Kilo Yankee, direct Peter. Direct Peter, Ryanair 17. Können hier sonst ein bisschen langsamer machen. 0471, fly heading 390. Und hier Vertical Speed minus 1500 würde ich jetzt mal gehen. Wobei es macht eigentlich gar keinen Sinn. Wir können eigentlich so machen. Wir brauchen hier nicht viel Hackmack machen. Wir können hier ganz simpel Level Change. Ja, 110 ist set. Minimum wäre 8000, wie gesagt. Beziehungsweise würden wir mit dem Heading dann auch in den Sektor mit 4.5 und 3.5 einfliegen. Beziehungsweise über Wasser wäre das sowieso dann kein so großes Thema. With Air Force in Washington, 8,000 for now. Descend 4,000 now. Descend 4,000 with Air Force. Itaro 720, left heading 250 degrees, descend 2,500, clear left on right. Ryanair 3 on the hotel, descend 7,000 feet, KNH 1011. Was ist denn da passiert? Was soll denn das jetzt? Ryanair 1 Papa Mike, speed 250 knots. Reducing 250 knots, Ryanair 1 Papa Mike. Ryanair 3 on hotel, maintain high speed. Speed 250, vertical speed minus 800. 250 if you can, yes, is good. Or greater, it's up to you. Great. Air Force 71, descend 2,500. 2,500. With Air Malta 79 Charlie Mike, direct killer call. Direct Air, with Air Malta 79 Charlie Mike. Was soll denn das da jetzt eigentlich? Climb Bouquet 808, contact the radar 129.675 ready. Das ist ein fetter Leck. Jesus Christ. 901, descent flight level 150. Ah ja. Weiß ich ja jetzt nicht. Ryanair 1 Papa Mike, fly heading 150. Fly heading 150, Ryanair 1 Papa Mike. Heading 150. Ryanair 17 Kilo Yankee, contact Athens radar 129.675. 129.675, Ryanair 17 Kilo Yankee, cheers, alright. Bye-bye. Ryanair 31 hotel, fly heading 040. Flight Level Change. So, das sieht doch gleich viel besser aus. Da ist der Platz auf der 21 Right, auf der hier werden wir dann planen, oder haben wir geplant dann zu landen und werden das dann sehr wahrscheinlich auch so ausführen. Wir können nochmal im Pressurization hier nochmal 10 Check machen. Cabin altitude looks good, diff pressure. Cabin is descending, that is an auto. Bleeds on, packs auto, recirculation fans, temperature. Looks good. Air 471, left heading 270. Left heading 270, 471. Ryanair 1 Papa Mike, fly heading 130, descend 8,000. 130, descending 8,000, confirm QNH, Ryanair 1 Papa Mike.
Ryanair 1 Papa Mike, QNH 1011. 1011, Ryanair 1 Papa Mike. 8000 set, 1011, 11,900 feet, approach checklist altimeters 1011. That is set 3 times, lovely. We will mount 700 Charlie Mike, climb flight level 200. Climb level 200, we will mount 700 Charlie Mike. The 471 left heading 250, clear the left and right. Ja, ich höre hier schon 21 right. Direkt über dem Platz. Ryanair 300 Hotel, left heading 010. Left 010, Traffic 2 o'clock. Jet 901 speed 2000 above. Jet 901 descent flight level 110. Ich sehe ihn aber nicht. Approaching 10. Fixed landing lights, turning lights, wing lights. Venezuela's approach, yes, we are CJ4 in approach heading 220, 210, speed 210, heading 220. 339 hello, maintain this heading, descend 7,000 feet. 7,000 feet after 2 Bravo, essentially. Ryanair 300 Hotel, descend 2,500 feet. Wait for level 1 for the established. Contact tower 11865, good day. 11865 with thank you. We will mount 79 Charlie Mike, contact Ja, ich erwarte dann gleich einen Turn Richtung Downwind. Ryanair 1 Papa Mike, left heading 090. Left turn 090, Ryanair 1 Papa Mike. Jet 901 descend 9000. Heading 090. Dann können wir hier so aufräumen. On profile, lovely. Ryanair 300 Hotel, left heading 330. Schon wieder, was soll denn das? Ja, ist checked. Altitude. Ryanair 1 Papa Mike, descend 4,000 feet. Continue descend 4,000 feet, Ryanair 1 Papa Mike. 4,000 set. Können wir mal die Frequenzen hier wechseln. Und ich kann mich mal vernünftig hinsetzen. 339, turn left heading 180. Athen. 339 Athen. Okay, monitor the frequency very India carefully. Echo Left Victor heading 180. Romeo ist wonach Left heading wir Ausschau 180, halten. 339. Ryanair 1 Papa Mike, left heading 360. Left turn 360, Ryanair 1 Papa Mike. Jet 901, fly heading 30. Heading 360 set. Ich war gerade dabei, einen Schluck zu trinken. Ryanair 31 Hotel, now you Das can mache ich reduce jetzt. your speed 200 or less. We will go for 180. So. Okay, it's perfect. Just maintain 180 up to 067 7 miles Papa. fine and then free speed, okay? 180, 7 miles fine. Ryanair 1 Papa Mike, further left heading 350. Further left 350 degrees, Ryanair 1 Papa Mike. Heading 350. Jet 901, descend 7,000 feet. Da ist der Ryanair Platz. 31 Hotel, further left heading 300. Jet 901, left heading 290.
Ryanair 1 Papa Mike, left heading 340. Left turn 340, Ryanair 1 Papa Mike. Heading 340 is set. Ryanair 1 Papa Mike, descend 2,500 feet. Descend 2,500 feet, Ryanair 1 Papa Mike. 2,500 feet set. over Mantilu, and we have visual traffic on our left for your information. Okay, switch 0, Roger, report approaching Paraty. We'll call you over Paraty. Ryanair 1 Papa Mike, left heading 300. Left turn 300, Ryanair 1 Papa Mike. Heading 300 is set. Ryanair 3 on hotel, left heading 250, clear, there is no right. Left 250, clear, Bis Fox India. Traffic ahead ist auch in Sight. General 01, what is your speed? 235. Okay, maintain 250. That was my last instruction, right? You have to be precise on the speed, precise. Correction, 233. Ryanair 1 Papa Mike, reduce 180. Reducing 180 knots, Ryanair 1 Papa Mike. Flaps 1. Flaps 5. General 01, descend 2,000. Speed 180 set. Speed 250. 339, heading 200. Heading 200, 339. Order Express 137 will be passing 3,500 feet, car 1 Golf departure. Aber jetzt passt die Kamera wieder, jetzt sitzen wir wieder ungefähr in der Mitte. Climb flight level 240, Order Express 137. Ryanair 1 Papa Mike, left heading 250, clear the left to right. Left turn 250, we'll clear LS 21 right, Ryanair 1 Papa Mike. Warlock is armed, MSP speed, vertical speed. Present heading, descent flight level 150, expect ILS from right. Das wird eng. Maintain present heading, please can you say me the descent level and expect ILS 21 Warlock capture. I'll call you back. Ryanair 3 on hotel, contact tower 11865. 11865 for Ryanair 3 on hotel, thank you very much. Bye. Agree 320, descend 1,500 feet. Descend 1,500 feet, Eurowings 25 Yankee, descend flight level 150. Descent flight level 150. Ja, Warlock capture, set one way heading. Ryanair 1 Papa Mike, speed 160. Reducing 160 knots, Ryanair 1 Papa Mike. And contact tower 118. Gear down, flap 15. 118.625, Ryanair 1 Papa Mike, bye bye. Athens Tower, good evening, Ryanair 1 Papa Mike, 21 right. Ryanair 1 Papa Mike, GSX can reduce minimum approach speed. Expect late landing dip. Okay, we'll reduce and copy that, Ryanair 1 Papa Mike. Now flaps 30. Ryanair 3 on hotel with you, we are going for visual California dialect. 151. Ryanair 3 on hotel, late landing 1 right, in 250 feet for it. 1 right for land. Ich habe ihn verloren. Auf dem Tika ist noch da.
Ah, noch da ist er, okay. Traffic is in sight. Yeah, landing checklist engine starts, which is continuous, speed brake is armed. Landing gear is down, and flaps 30 with the green light. Missed approach. 4000 set, straight ahead. 8 miles after the station, right turn. Right turn, 258 degrees. 10 miles east of Berati, 3200, descending to traffic pattern. Checklist complete, awaiting clearance. Ich mach trotzdem schon mal alles an, damit ich sonst dann gleich manuell fliegen kann und nicht trotzdem noch hier hochschauen muss und entsprechende Lämpchen anknipsen muss. Aber irgendwie ist unser Thrust-Setting noch sehr, sehr hoch. Disconnecting. This is 320, report over Berati and hold. Full report over Berati and hold the public here, 320. 1000. Yeah, stabilized. Ryanair 31 Hotel, extract left. DJD, moin. Speed slightly high. 500. Not yet cleared. Ryanair 1 Papa Mike, get to land 31 right, wind 250 this one. Clear to land, 21 right, Ryanair 1 Papa Mike. Right, clear to land, speed slightly high, correcting on the speed. Ryanair 31 Hotel, where are you today? Approaching minimums. Yeah, runway. We require taxi today? Minimums. Yes. Continue. Right, Alpha, Hotel, Landing. Hotel 11755, yes sir. 50, 40, 30, 20. Yeah, no worries. Right, Alpha, Hotel 12175. Speed break up. Right on Alpha, Hotel, and Sound of the Choice, is it? Reverse normal. No, contact ground 12175. Oh, apologies, I forgot that we know the ground. Yes, thank you. Den nächsten Yeah, nehmen wir. no worries. Auto break off. Okay. $60 passed, cancel reverse. Happy Landing, da mal. Ja, vielen Dank. Ich denke, das war doch sehr erfolgreich. Und dann sind wir jetzt hier auf Alpha 5. Leute, willkommen am Flughafen Athen. Ich weiß nur nicht, ob wir links, ich denke einfach mal. Da kommen wir Ryanair nicht 1 Papa Mike, left Alpha, Hotel, contact ground 12175. Yes sir. Alpha Hotel 121755, Ryanair 1 Papa Mike, bye bye. Alpha Hotel 121755, oh ne, jetzt haben wir angehalten. Expecting runway 1 left, 320. Dann räumen wir erstmal auf und dann callen wir den Ground. Propeat geht noch aus. Und Alt Off. Ja, sieht wunderbar aus. 1 Stunde 38, bisschen weniger haben wir jetzt gebraucht. Ground, good evening, Ryanair 1 Papa Mike on Alpha to taxi via hotel. Ryanair 1 Papa Mike, Alpha hold position. Oh, we hold position 1 Papa Mike.
Brake set. Lights off. Na komm, heute noch bitte. Bitte heute noch. Ich hätte Terrain gar nicht an. Hätte ich ja mal anmachen können. Ah, mein Gott. Ja, man muss in manchen Situationen auch einfach mal geduldig sein. Apologies, ground have got a problem with the ATC for, with our simulation. No worries, no worries. Okay. Right, correction left on Alpha 6, then hotel on the Alpha 39er. Can you text it to us, please, Ryanair 3 Hotel? Ryanair 31 Hotel, taxi Bravo, hotel on Alpha 39. Ryanair 1 Papa Mike, continue Alpha, hotel on Alpha 37. Alpha Hotel to Alpha 37, Ryanair 1 Papa Mike. Alpha 37 ist dann hier und dann der zweite auf der linken Seite, Alpha 37. Text slide on. Und dann Alpha 37. Nein, nicht warpen. Oh mein Gott, nicht warpen. Continue taxi holding point, you will right stage in to Romeo Hotel. Tatsächlich, man spricht es Aegean aus, ja. Ich habe es auch lange Zeit immer Aegean ausgesprochen, weil es so irgendwie halt auch geschrieben wird. Aber irgendwer hat mich da mal darauf hingewiesen, dass es so nicht ausgesprochen wird. Und dann hatte ich es mal gegoogelt und es wird Aegean ausgesprochen. Aegean. 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 Ja. Aegean wird es ausgesprochen. Ist eigentlich ganz interessant. So, das ist Alpha 7. Ja, und dann Hotel, genau, dann müssen wir hier einmal abbiegen. Links ist frei, rechts auch. Und dann da vorne Alpha 37 dürfte dann die zweite Brücke sein. Ich muss sagen, die Lichtverhältnisse hier sind gerade echt nice. Also es sieht echt fresh aus. Und das da ist auch interessant. So, auf der Brücke. Da fällt mir ein, ich muss mal die Amsterdam-Szenerie updaten. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht, weil da wurden, glaube ich, auch die Brücken gefixt. Dass hier nicht mehr so dermaßen rumpeln, wie das der Fall war, zuletzt in Amsterdam. APU Start. Bisschen langsamer hier. AP muss auch noch hochfahren. Alpha 39er. Alpha 37, next to the Wizz Air. Taxi light off. So, Visual Docking Guidance System haben wir da. Das ist zwar ein bisschen off
der Linie ist, aber ich würde mich jetzt trotzdem einfach mal danach richten. Ja, wir stehen ein bisschen daneben, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Und stop. Brake is set. APU is available. On the bus. 2 blue, 1 red. Engines are off. Ja, so ein bisschen schräg stehen wir jetzt, auch so ein bisschen tilted irgendwie. Ja, aber passt. Im Großen und Ganzen passt das. Ist jetzt nicht komplett beschissen. Dann machen wir hier erstmal an. Das hier geht aus. Das geht aus. Das geht an. Das geht auf. Das geht auch an. Anti-Collision dürfte ausgehen. Jawohl. Dann können wir Wheelwell sonst noch anmachen. Und dann hier unten nochmal 2000 Standby. Jo, dann haben wir's. Einmal Deboarding bitte. Left on Delta, Delta 9 towards Ocean, Greece 320. Die Conveyor Belts kommen hier rangefahren, die Brücke ebenfalls. Wunderbar, das sieht echt klasse aus. Die Landung, da sagt Volanta, minus 198. I'll take that. I'll take that every day of the week. Baggage unloading in progress. Ja, ganz wichtig, dass die hinten erst anfangen auszuladen und dann erst vorne ausladen, weil sonst, ne, wenn wir vorne erst ausladen und hinten noch alles drin ist, dann kippt das Flugzeug nach hinten. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, cool. Mir hat's Spaß gemacht und ich muss sagen, Athen ist an sich echt ein mega geiler Flughafen. Ich bin hier in X-Plane-Zeiten auch immer gerne hingeflogen, aber irgendwie MSFS hatte ich jetzt irgendwie noch nicht so auf dem Schirm. Keine Ahnung warum. Aber Athen an sich eigentlich echt immer ganz cool. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Freitag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende natürlich. Und dann hoffentlich... Oh mein Gott. Alles klar, einmal disconnecten. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.